Ja, herzlich willkommen zum letzten Part unseres Tutorials. Ja, unser Piratenschiff ist fertig. In diesem Tutorial erstellen wir jetzt unseren Ozean mit einer kleinen Szene, mit leichten Windsimulationen. Und ja, fangen wir aber mal an, ne? Okay, wir gehen einmal auf Layout hier. So, einmal zurück. So, klappen wir rein. Gehen auf Scene Collection, klicken hier drauf, Shift A, Plane, holen uns eine Plane. Und diese Plane gehen wir jetzt auf Modifier und wandeln wir jetzt in ein Ocean ein. Hier. So, das ist unser Ocean. So, ziehen die Zeitleiste hoch. Okay, wenn wir jetzt auf Play drücken, passiert gar nichts. So. Wir müssen erst den Ozean Modifier hier auf der rechten Seite ein paar Einstellungen noch machen. Jetzt, wenn wir uns die Einstellungen mal so ansehen, haben wir hier Repeat, der Name sagt schon, wiederholen. Diese Segmente, das ist ein Segment oder ein Element, Modifier, und den können wir wiederholen auf diese jeweiligen Achsen, X und Y. Hier und hier. So, und danach haben wir hier die Auflösung im Viewport, also das, was wir hier jetzt sehen, und einmal das gerendert wird. Und hier haben wir unsere Zeiteinstellung. Das ist jetzt für uns wichtig. So, wir haben hier unsere Zeitleiste. Wir gehen einmal auf 1, gehen hier auf Time und drücken einmal I. So, jetzt haben wir hier einen Keyframe gesetzt. Und diese Zeitleiste ist dafür da, wie sich der Ablauf unseres Ozeans, ja, wie sich die bewegt. Also nicht wie, sondern dass er sich die Wellen aufschickt. So läuft der Ozean. Wir gehen jetzt hier nochmal auf 250. Hier. Tippen jetzt hier 5 ein. Und drücken nochmal I. So, jetzt läuft diese Zeit von 1 hier bis 5. Ja? So, und wenn wir jetzt mal zurückgehen und einfach Play drücken, bewegt sich, ja, genau, jetzt bewegt sich. Aber ihr merkt, die Geschwindigkeit wird am Anfang langsam und geht am Ende wieder schnell. Das kennt ihr ja schon. Das müssen wir jetzt auch wieder einstellen. Wir gehen einmal auf Pause, hier rechte Maustaste, Interpolationsmod, gehen wir auf Linear. Jetzt wieder zurück, Play. So, jetzt haben wir eine gleichmäßige Geschwindigkeit. Das ist also die Zeitleiste für die Ozeanbewegung. Ja? So, als nächstes haben wir hier unten noch einen Reiter, Waves. Das ist unsere Wellen. Die schlagen wir einmal auf. So. Hier müssen wir jetzt die Welleneinstellung setzen. Einmal näher ran. So. Okay, wir haben hier eine Windgeschwindigkeit. Wir haben hier Sharpness, wie sich die Wellen zusammenschlagen sozusagen. Die Stärke ist das wahrscheinlich. Die kleinste Welle ist hier 0,01 Meter und das ist die Skalierung unseres kompletten Ocean Modifier. Ja? So, wir stellen hier erstmal die Windgeschwindigkeit auf 4 Meter. So, jetzt haben wir hier, wenn wir Play drücken, sehen wir das. Die Wellen, wie sich die bewegen. Eine größere Struktur haben wir. Danach haben wir unser Sharpness. Gehen wir auf 1,4. So, und dann vielleicht die kleinste Welle auf noch kleiner setzen. So. Und hier 0,8. Okay, wir gehen mal mit dem Windgeschwindigkeit auf 0,38. Skalieren das mal auf 0,3. So, okay. Doch, müsste eigentlich reichen. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir hier Resolution, die Auflösung unseres Ozeans. Das müssen wir jetzt höher setzen, damit wir auch unsere Wellen, unsere Sharpness sehen können. Gehen wir hier mal auf 10, 11, 12. Da. So,
So, jetzt sehen wir auch ganz leicht die Wellen, wie sich die zusammenschlagen. Ja, hier. So entsteht auch unser Meeresschaum auch hier. Ja, so, das ist gut. Das ist unser Viewport, wie gesagt, das, was wir gerade sehen, 12. Und wenn wir rendern, müssen wir es natürlich ein bisschen höher stellen. Da gehen wir auf 24. Genau. So, als nächstes haben wir hier Foam, unser Meeresschaum, den wir generieren müssen. Einmal einen Haken setzen und hier den Pfeil, den Datenlayer, und hier tippen wir Foam ein. Ja, ihr könnt ja tippen, was ihr wollt. Ja, Hauptsache, wir müssen was hier eintippen, weil wir das gleich einsetzen müssen. Okay, so, und das ist wahrscheinlich die Stärke des Schaumes und das stellen wir nachher bei unserem Shade Editor ein. Ja, so, okay, unser Ozean ist eingestellt. Jetzt geht's zum Shade Editor. Ja, jetzt wollen wir unseren Ozean ein Material abgeben. Wir gehen hier einmal auf Shading. Ja, so, unser Ozean ist selektiert. Einmal hier benennen, Ozean. Klicken einmal auf New, holen uns unseren Node Shader hier rüber, ziehen das hier auseinander, so ungefähr. Okay. Die Farbe stellen wir auf Schwarz, so. Und die Rawness, die Spiegelung also, die setzen wir hier auf 100, 0,100, so. Okay. So, jetzt haben wir hier unseren Foam, ja, unseren Schaum, den haben wir hier generiert. So, und dieses Wort hier, das wir eingetippt haben hier, die werden wir jetzt hier einstellen, damit das im Ozean auf dieser Oberfläche erscheint. Okay, wir holen uns einmal einen Shader, einen Add Shader, den hier rüber, und einen Mix Shader, den hier rüber. So. So, okay. Als nächstes holen wir einen Diffuse Shader, ja, den platzen wir hier rauf. So, dann einen Emission. Okay. So, dann holen wir uns einen Converter, Color Ramp, hier, ein Color Ramp, hier, okay. So, und diesen Color Ramp Faktor, diesen Color Slot schieben wir hier in den Faktor rein, okay, und dann noch einmal hier in den Color rein, so. So, um das jetzt zu erklären, dieser Emission, das ist ja die Helligkeit, also Emission kennt ihr ja, den Shader. So, und das wird sozusagen unseren Meeresschaum die Stärke der Helligkeit abgibt. Das sehen wir jetzt gleich. Wir schieben das mal ein bisschen rüber, hier. Holen uns jetzt einen Mix Color, Mix, den schieben wir hier rüber. So. Jetzt haben wir hier das ist die Einstellung für unseren Meeresschaum gleich. So, jetzt holen wir unseren Meeresschaum hier rein durch Input, ja, nochmal, Input, Attribute, hier, so, Attribut. So, und dieses Wort hier kopieren wir mit Steuerung C, setzen das hier ein. Okay, und diesen Color schieben wir jetzt in Color 1. So. Ihr seht ja schon diese leichte Reflekt hier, habt ihr gerade gesehen, genau. So, und hier den Color setzen wir schwarz. Okay. So, jetzt haben wir unseren Meeresschaum hier hervorgehoben. Und der Emission hier wird die Stärke des Meeresschaums höher stellen. Hier, genau. So, machen wir mal 5. Genau, okay.
So, jetzt sieht unser Meeresschaum so pixelig aus. Den werden wir jetzt durch eine Noise Textur ein bisschen aufweichen und eine gewisse Struktur reinbringen. So, wir holen uns eine Noise Textur, Shader, Textur hier, genau, Noise. So, und diesen Noise Textur werden wir als Faktor hier rüber schieben. So, jetzt sehen wir hier eine leichte Struktur jetzt gerade. Genau. Und dieser Color Ramp hier wird uns jetzt den Abstand verringern zu den einzelnen Meeresschaum-Pigmenten. Ja? Dadurch können wir die Schwarz-Weiß-Einstellungen sozusagen setzen. Jetzt gehen wir weiter tiefer. So vielleicht. Okay. So, vielleicht ein bisschen noch mehr. So. Jetzt haben wir hier die Noise-Textur. Und diese Noise-Textur, den Scale-Wert setzen wir ein bisschen hoch. Dann holen wir uns mehr Struktur rein. Sagen wir mal 15 schön hoch. Genau. Okay, machen wir ein bisschen noch mehr. 17. Ja, ein bisschen mehr Details. Und den Rawness hochstellen. Sehr gut. So, jetzt haben wir eine schöne pixelfreie Meeresschaum erzeugt. Das sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt haben wir hier unten Coverage. Das ist die Stärke unseres Meeresschaums, wie stark das hier rausragt. Wir gehen mal hier auf 0,100. So, dann seht ihr das. Genau, aber das ist zu viel. Wir gehen mal ein bisschen runter hier. 0,05. Ja, 0,03. So stellen wir es ein. Okay. Ja, so, jetzt haben wir das auch erreicht. Unser Meeresschaum ist auch erstellt. Wir könnten hier vielleicht die Stärke nochmal erhöhen. Machen wir mal 10. Genau. Super. Sehr schön. Ja, okay. Jetzt erstellen wir unseren Sky Texture, damit wir auch jetzt den Lichteffekt einstellen können. So, jetzt gehen wir einmal hier auf unseren Globus, unser World Properties hier. So. Schieben das mal ein bisschen runter. So, und jetzt müssen wir hier Color und sagen Sky Texture. Okay. So, hier steht schon Nishita, das ist ja diese neue Textur, Sky Textur für Blender ab 3,0 ist das, glaube ich, rausgekommen. So, und den können wir nicht in Eevee einsetzen. So, wenn wir hier oben gehen, hier steht Eevee, wir müssen runter auf Cycles. So, okay. Jetzt sind wir hier auf GPU, stellen wir hier mal 256 und Denoise. Super. So, jetzt können wir hier auf Viewport, hier, Shading gehen, klicken einmal drauf. So, perfekt. Okay. Damit wir jetzt eine schöne Ansicht haben, positionieren wir jetzt mal die Kamera. So, die Kamera, Shift A, holen wir uns hier, da, super, gehen auf Move Select, damit wir sehen, wo die Kamera gelandet ist, da ist die Kamera. Okay, jetzt ist die Kamera selektiert, hier, jetzt richten wir mal unsere Ansicht mal so da, wo wir die Kamera haben wollen. Okay, so ungefähr, perfekt. Okay, so, jetzt ist die Kamera, wie gesagt, selektiert. Einmal hier, einmal schauen. Okay, so, hier seht ihr nochmal Screencast-Bar aus, Entschuldigung. So, jetzt tippen wir Steuerung Alt 0. So, jetzt haben wir die Kamera, die wir erstellt haben, auf unsere Sicht
auf unsere Viewport-Ansicht gesnappt. So, jetzt ist die Kamera hier. So, jetzt können wir die Kamera bewegen, so mit G, so in dieser Position, so wie wir es haben wollen. Perfekt. Okay. So, jetzt gehen wir mal wieder auf unseren World, ja, Viewport, stellen jetzt unsere Sonne ein und unsere Licht und Ozon. Jetzt, wenn wir uns das mal hier so anschauen, haben wir hier gewisse Einstellungen, Rotation, Evaluation und die Sonnenstärke und Größe. So, wir gehen mal hier auf die Stärke runter. Wir wollen so eine leicht ja, Abendrötung haben, sowas in der Art. Wollen wir mal bringen. So, und dann gehen wir hier mal auf, ja, machen wir 45, erstmal die Sonne suchen. Okay, ja, oder weiter runter. So ungefähr. So, okay. So, jetzt gehen wir mit dem Dunst, also diesen Dust, gehen wir jetzt ein bisschen runter auf, ne? Okay, und jetzt mit der Ozonschicht gehen wir ein bisschen höher. Genau, und jetzt mit der Stärke mal auf 0,3, 0,1, genau, okay. So, jetzt haben wir hier oben die Sonne. Die Sonne können wir jetzt durch die Evaluation ein bisschen rumspielen, sagen wir mal so, okay, so. Ja, das sieht da nicht gut aus, okay. Vielleicht ein bisschen größer machen. Hier durch die Sun Size. Ein bisschen größer. Okay. Und jetzt ein bisschen höher. So. Perfekt. So sieht es gut aus. So. Jetzt haben wir unsere Sonne und das Lichteffekt ist auch gut. Jetzt müssen wir trotzdem mal ein leichtes Licht hier auf unseren Schiff bringen. Da holen wir uns jetzt nochmal eine extra Sonne. Light Sun. So, die Sonne ist hier. Die schieben wir mal nach oben. Ja. Und nehmen diese gelbe Kugel und bringen die mal so leicht Richtung Segel. Ja, genau. So, okay. Jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, das ist die Sonne, Color, dann nehmen wir so einen leichten Rotton, ja, ungefähr, so, super, alles klar, super, schön, gut, das gefällt mir schon, ja, wir könnten jetzt durch die Kamera schon mal positionieren mit G, Z, Z. So, okay. Gehen wieder zurück auf Viewport Shading, hier auf die Eevee Shading sozusagen. Gehen hier auf Timeline, hier. So. Und lassen das einmal mal laufen. Genau, hier aufpassen, das ist die Kameraansicht. Genau, dass es genau hier im Rahmen bleibt. Okay. Hier kommt die Welle etwas hier hoch. Aber das geht eigentlich noch. Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Genau. Perfekt. Okay. So. Ja, unsere Kamera ist positioniert und unser Horizont, unser World Properties haben wir auch eingestellt. Jetzt fangen wir einfach mal an, unser Wind und Simulation einzustellen. So, wir gehen jetzt einfach mal wieder auf Solid Mode, Solid Ansicht, ja. Schieben das mal ein bisschen weiter runter. So, okay. So, jetzt kommt das Allerwichtigste in unserem Tutorial. Wir wollen jetzt
unseren Boot, unseren Schiff animieren, eine Animation, der über diese Wasseroberfläche, Meeresoberfläche, sagen wir mal, schwimmt. Ja? Wir haben hier Wellen und möchte, dass dieser Schiff mit den Wellen sich mitbewegt, in der gleichen Form, damit es schön realistisch aussieht. Ja? Okay, wir räumen erstmal hier auf. So, das ist unser Ozean. Wir gehen auf Scene Collection, machen New. Ja, wir nennen das hier, sagen Atmosphäre. Okay. So, jetzt holen wir unsere Sonne und schieben das hier rein. Und Ozean. Die schieben wir auch jetzt hier rein. Okay. So. Das ist die Kamera, die kann hier bleiben. Gut. So, und jetzt wollen wir in der Scene Collection eine Plane, Shift A, holen wir uns eine Plane. So, die Plane ist genau hier. So soll es auch sein. Gehen einmal auf 7, Top-Ansicht. Gehen auf Edit-Modus. Ich gehe mal auf Transparent-Einstellung, damit wir sehen können. Skalieren das in der Größe unseres Schiffes. So, kann ruhig ein bisschen leicht überragen. So, an den Abständen, das geht. Und SY. Ja, so. Genau. Also die sollte so groß sein, dass es ganz leicht, also was heißt leicht, so weit rüber geht. Das reicht vollkommen aus. Okay. So, jetzt im Edit-Modus bleiben und subdividen. Jetzt müssen wir hier 30, schauen wir uns das mal an. Machen wir mal 40. 40. Super. Okay. Transmodus wieder ausschalten. So, wir wollen jetzt diese Plane hier, die wir erstellt haben, auf unsere Ocean Modifier heraufsetzen. Diese Plane wird auf diese Form unserer Wellen angepasst. So, und da gehen wir hier rauf, Modifier, Add. Dafür nutzen wir unseren Shrink Wrap Modifier. Klicken einfach drauf, ja. Nehmen diese Pipette, Target hier, Target, so, und gehen hier rauf und wählen unseren Ozean hier. So, was ist passiert? Jetzt ist diese Plane, hat sich jetzt auf diese Oberfläche, ja, angepasst. Ja, so. Wenn wir jetzt das mal mit der Y-Achse mal bewegen, seht ihr, was passiert? Der bleibt immer auf dieser Oberfläche. Perfekt. Okay. So, jetzt machen wir das so. Wir wollen ja, dass unsere Fahne und unser Segel animiert wird. So, und dazu müssen wir jetzt unseren Objekt parenten. Ja? Jetzt klicken wir einmal die Fahne, unsere Segel, Shift, unseren Schiff und sagen Steuerung P und dann klicken wir hier auf Object. So, jetzt haben wir unsere Fahne und unsere Segel an unserem Schiff geparent. So, und wenn wir jetzt unser Schiff selektieren und G bewegen, nimmt ihr die alle mit. So, perfekt. So, und jetzt gehen wir, jetzt haben wir hier unser Plane, die wir auf unser Ozean angesetzt haben, klicken jetzt unser Schiff hier an, gehen hier auf Constraint, hier, da, Add Object Constraint, klicken hier einmal drauf, sagen Copy Location, klicken hier drauf. Wir kopieren die Lokation sozusagen dieser Plane, die wir erstellt haben. Hier steht Target, nehmen die Pipette und nehmen diese Plane. So, okay, jetzt ist das so, wir haben jetzt nur diese Plane hier selektiert. Die Plane bewegt sich, nur wir wollen
die Plane mit der Struktur haben. Ja? Diese Struktur, die sich jetzt hier entwickelt hat, über diesen Wellen. So, und dazu müssen wir jetzt, hier steht Vertex Group. Hier ist aber leer. Wir müssen jetzt eine Vertex Group erstellen, damit das Schiff weiß, okay, das ist die Plane, ich gehe mit der Plane mit, aber ich bleibe wie ich bin, in dieser Größe und rotiere ich auch nicht, gar nichts. So, wir wollen, dass aber das Schiff mit den Wellen hin und her, nach vorne, nach unten sich bewegt. So, dann gehen wir jetzt hier auf Vertex, hier, klicken diese Plane hier an, ja, gehen auf Edit-Modus, nochmal alles selektieren, ja, und klicken hier auf Plus. Jetzt haben wir die Vertex Group erstellt für diese Plane und sagen Assignen, zuweisen. Okay, jetzt gehen wir Edit-Modus wieder raus, gehen hier wieder auf Constraint, klicken unser Schiff wieder an und jetzt klicken wir auf Vertex Group und das ist die Vertex Group, die wir jetzt erstellt haben, klicken darauf. So, jetzt hat sich das Schiff hier abgesetzt. Ja? So, habt ihr gerade gesehen, kleines Stück, der hat sich jetzt auf diese Plane genau abgesetzt. So, okay, das ist jetzt die Copy Location. Wir wollen, wenn wir jetzt diese hier nehmen würden, ja, und ziehen, so, das Schiff bewegt sich nach vorne, nach hinten, ohne was an der Höhe sich zu ändern. Aber die Höhe, die ändert sich die ganze Zeit am Plane. Rotiert auch nicht, der müsste auch rechts, links. Dazu, jetzt brauchen wir als nächstes die Rotation, Copy Rotation. Ich klicke einmal darauf, so, wählen nochmal unsere Plane, diese hier, so, und gehen trotzdem nochmal auf Vertex Group und nehmen diese Vertex Group. So, jetzt hat sich, ja genau, jetzt hat sich das Schiff einmal sich gedreht. Wahrscheinlich liegt das an der Plane. Vielleicht haben wir die rotiert oder nicht applied, aber ist überhaupt nicht schlimm. Wir klicken einmal die Plane hier an, rotieren die auf der Z-Achse mit RZ 180 Grad. So, okay. Jetzt haben wir sozusagen unsere Plane erstellt. So, wenn wir jetzt mal rübergehen, seht ihr, das Schiff bewegt sich ein bisschen hoch runter. Perfekt. Okay. So, jetzt wollen wir mal unsere Animation erstellen für unser Schiff. Ne? Und dann geht's weiter. So. Wir schieben die ein bisschen noch weiter rüber, so ungefähr. Gehen mit der Zeitenleiste mal auf 1, hier hin. So, sagen jetzt Location. So, und dann gehen wir auf 250, auf den letzten und schieben das mal so, okay, bis hierhin. So, Location. So, jetzt kommt wieder die Geschwindigkeit. So, wir gehen die rechte Maustaste wieder, Interpolationsmode, linear. Wir wollen eine gleichmäßige Geschwindigkeit haben. So, einmal zurück. So. Und jetzt machen wir mal Play. Ja. Okay, sieht gut aus. Es bewegt sich hin und her. So. Gehen wir einmal hier rauf. Wir wollen noch ein bisschen was einstellen. Wir gehen mal ein bisschen nochmal zurück. Ungefähr so. Ja genau, wenn wir jetzt mit dem Ozean noch was einstellen, merkt ihr, dass sich das Schiff und die Plane sich gleichzeitig anpassen. Hier. So, wir gehen nochmal hier nochmal hoch. So, okay. Mal gucken, ob wir noch hier noch was machen können. So. Okay.
Doch, können wir so nehmen. Wir versuchen es auch mal. Ja, genau. So, ja, das haben wir jetzt auch fertig. Damit wir gehen mal einmal auf Viewport Shading. Jetzt sehen wir diese Plane ja durch unser Ozean, der liegt da drauf. Den müssen wir jetzt dem Material von unserem Ozean geben. Da gehen wir einfach hier rauf. Hier. Klicken. Na, wo ist unser Ozean denn? Gar nicht mehr da. Klicken mal unser Ozean. Achso, den haben wir gar nicht benannt. So. Ozean. So, jetzt haben wir unseren Ozean Material benannt. Deswegen ist es immer wichtig, alles namentlich zu schreiben. So, jetzt gehen wir auf Plane, auf diese Plane, gehen auf Ocean. So, perfekt. Okay. Wir machen noch einen Shade Smooth hier drauf. Rechte Maustaste, Shade Smooth. So, ist ein bisschen aufgeweicht. Und wenn wir hier mal kurz hier die Selektion hier ausschalten, so, und einmal Play drücken, okay, das ist jetzt nur Spaß, wahrscheinlich kleiner Fehler jetzt im Sampling Cycles, weil wir das gerade Live-Modus haben. Wir gehen mal kurz hier rauf, okay, so, einmal zurück, einmal Play. Sehr schön. Okay. So. Unser Schiff ist animiert. Ja. Der geht diese Richtung. Als nächstes, ja, fangen wir mit den Segeln und mit Fahne an. So. Jetzt gehen wir hier auf Layout wieder zurück. So. Gehen ein bisschen näher ran. So. Wir selektieren einmal hier unsere Fahne. Ja. So, jetzt müssen wir unserer Fahne einen Stoff zuweisen. Ja, wir gehen hier auf Physics, hier. So, da. Jetzt haben wir hier verschiedene Physikeinstellungen. Hier steht Close. So, und das klicken wir jetzt an. So, das ist jetzt verschwunden. Ist ganz normal, warum? Das erkläre ich euch gleich. Hier, wir haben unseren Frame hier auf 235 noch stehen. Den schieben wir erstmal zurück auf 1. So, unser Schiff ist ja schon animiert, deswegen müssen wir jetzt so arbeiten. Okay. So, jetzt hängt die Fahne aber wieder schon mal oben. Und wenn wir jetzt nochmal Play drücken, fällt die so runter. Ne? Genau. So, damit das nicht passiert, müssen wir unsere Fahne an unseren Holzmast festnageln. So, ich sprich extra so, damit auch die Einsteiger verstehen, was ich damit meine. Wie machen wir das? Wir gehen näher ran. So, wir gehen auf Edit-Modus. Jetzt haben wir unsere Fahne ja subdivided. Wir gehen einmal auf Vertex. Select hier, gehen auf Transparent Einstellung hier. So, jetzt haben wir hier oben und hier unten die beiden Vertices. So, die haben wir jetzt selektiert. Jetzt gehen wir hier runter auf Vertex, hier, klicken hier drauf und gehen nochmal auf unser Vertex Group, erstellen eine Group mit Plus. So, erstellt und weisen jetzt diese beiden Vertices an diese Group fest. So, einmal Assign drücken, jetzt ist das Assigned. So, jetzt gehen wir aus Edit-Modus wieder raus. Gehen ein bisschen zurück. So, und jetzt gehen wir nochmal drauf. So, fällt immer noch runter. Tja, warum passiert das? Gehen wir wieder zurück. Wir haben die Vertices angesetzt. Jetzt müssen wir natürlich unseren Stoff hier, wir haben unseren Stoff zu geben, in diesen Stoffeinstellungen diese beiden Vertices
hier eingeben. Wir gehen hier mal drauf oder wir können auch hier rauf gehen. Ja. So, und jetzt sehen wir hier diese Stoffeinstellungen. So, wir gehen jetzt ganz weit runter. So, dann haben wir hier Shape. Wir klicken einmal hier drauf. Hier steht Pin Group. So, das heißt bei denen hier Pinnen. Ja, wir klicken einmal drauf und wählen jetzt diese Group, die wir jetzt erstellt haben. Klicken einmal drauf. So, jetzt nochmal Play. So, jetzt hängt unsere Fahne. Super. So, und jetzt gehen wir wieder auf 1. Transparentmodus ausschalten. Okay. Jetzt wollen wir mal kurz diese Frame hier auf 150 runtersetzen. So. Ja. Wir werden jetzt während des Animation die Einstellung für die Fahne setzen. Ja. Und ich möchte nicht, dass ich dauernd die 250 warten muss. So, jetzt gehen wir auf Play, lassen das mal laufen, gehen mal ein bisschen zurück. Okay. So, jetzt gehen wir hier mal auf rechte Maustaste, Shade Smooth. So, jetzt haben wir ein Shade gesetzt. Okay. So, einmal zurück, nochmal. Jetzt haben wir hier unseren Cursor. Der 3D-Cursor ist ja nach unten. So, und jetzt gehen wir Shift S. Cursor to Selected. Wir wollen unseren 3D-Cursor jetzt genau hier haben. Jetzt ist er dort. Und jetzt wollen wir unsere Fahne mal wehen lassen. Wir erstellen uns jetzt ein Wind, ein Force Field. Ja, hier. Da ist unser Wind. Klicken drauf. So, jetzt haben wir uns einen Windsimulator erstellt. Hier seht ihr zum Beispiel die Achsen, ja, die X-Achse, so. Und hier seht ihr einen gelben Pfeil. Dieser gelbe Pfeil zeigt die Windrichtung an. So, einmal R, X, rotieren das in diese Richtung. So, ich möchte, dass der Wind von der rechten Seite nach links, weil das Schiff auch in diese Richtung geht, weht. Ja? So, jetzt haben wir durch den Windsimulator hier Einstellungen bekommen. So, und jetzt werden wir einfach mal diesen Windsimulator, der soll sozusagen nicht auf dieser Stelle bleiben, der soll ja mit diesem Schiff sozusagen mitgehen. So, Windsimulator selektiert, Shift, Schiff, Steuerung P, Object. So, jetzt seht ihr diese gestrichelte Linie. Der Windsimulator ist jetzt mit dem Schiff geparent. Jetzt gehen wir auf Play. Super. Okay, die Fahne weht immer noch nicht, weil wir jetzt diesen Windsimulator einstellen müssen. Jetzt gehen wir auch hier auf Strange. Ja, geben wir hier ein 5 oder 50, so weit hochstellen, bis es anfängt zu wehen. Ah, jetzt bewegt sich langsam was. Ja, jetzt bleibt das weht langsam in die Richtung. Wir gehen mal auf 1000. Ja, da sieht das schon mal gut aus. Perfekt. Okay. Als nächstes einmal Pause, einmal zurück. Ich möchte, dass unsere Fahne leichte Turbulenzen hat. Ja? Dass die Fahne vorne hin und her weht. So, unser Cursor ist immer noch hier. Ja? Shift A, Force Field und gehen hier auf Turbulence. So, jetzt haben wir hier so eine Art Kreuz. Ja, ich zeige das mal. Hier, da. Den schieben wir jetzt hier hin. Genau mittig zur Fahne. Genau. Auch dieser hier wird geparent mit dem Schiff. Der ist jetzt selektiert. Hier, Turbulenz, Shift, Shift,
Steuerung P, Parent. So, und jetzt nochmal Play. So, ihr merkt, jetzt wedelt die Fahne etwas besser, aber jetzt einmal Pause und einmal zurück. Jetzt nehme ich diesen Windsimulator ein bisschen weiter runter und rotieren dann auf X ein bisschen in diese Richtung. So, vielleicht. Oh, vielleicht zu viel. So. So, und jetzt nehme ich den Turbulenzeinstellung, schiebe den auch ein bisschen weiter runter. Okay, schau, welche Einstellung hier der Turbulenz hat. Stell den mal auf. Ja, machen wir mal 50, mal sehen, was passiert. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Ja, perfekt. Super, gefällt mir. So, jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt dieselbe Prozedur. Wir klicken unsere Fahne hier an. Ja. Wir haben jetzt hier auch diese Close. Bevor wir aber damit anfangen, müssen wir wie bei der Fahne auch diese Segel anpinnen, also festnageln. Ja, dass sie nicht runterrutscht. Das machen wir jetzt sofort. Wir gehen auf Edit-Modus. Ja. Gehen auf Transparent wieder. So, jetzt wählen wir uns diese Seiten-Vertices, da wo es aufgehängt wird. So, nehmen wir den. Genau, einmal überprüfen, genau. Und hier genauso. Sehr schön, weiter. Da. So. Na. So. Okay, weiter. So, okay, die Vertices sind gewählt. Jetzt werden wir hier auch die Vertex Group erstellen. Einmal hier rauf, einmal Plus, das ist die Group, die wir erstellt haben, und dieser Group weisen wir jetzt diese Vertices. Zuweisen, zugewiesen. Okay. Einmal Transparent-Modus wieder ausschalten. Okay. Jetzt gehen wir hier auf Physikeinstellungen. Und hier Close. Wenn ich hier jetzt draufklicke, fällt das runter und ist weg. Warum? Weil wir wieder auf diesem Frame sind. Weil in diesem Zeitraum wird ja alles schon animiert. Wir müssen einmal zurück. So. Okay. Jetzt haben wir hier dieselben Einstellungen wie bei der Fahne. Gehen einmal zurück. So. So. Pin Group, Shape und Group setzen. Perfekt. Okay, jetzt nochmal Play. So, jetzt hängt es schon mal. So, wie ihr seht, die sind ziemlich, ja, der Wind bläst so richtig durch, die wedeln überhaupt nicht, also keine Bewegung, weil die viel zu leicht sind. Jetzt müssen wir ein bisschen mitdenken. Jetzt gehen wir mal hoch hier. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Angaben. Das ist die Luftviskosität, das ist die Masse, die Steifheit, Damping-Einstellungen und so weiter. So, wir könnten uns hier durchkämpfen, das würde den Tutorial bitte sprengen. Wir gehen jetzt auf diese Einstellung hier, Vertex Mass, so, und stellen das hier mal auf, ja, machen wir mal 10 Kilo. Ja. So, wir müssen mal selber ausprobieren,
Ja, das ist je nachdem, wie es jetzt gerade eingestellt ist. Und gehen jetzt mal auf Play. So, jetzt seht ihr, dass es so leicht sich bewegt. Genau, perfekt. Das sieht ja schon gut aus. Okay. So, ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir hier Speed Multiplier. Ja, das ist die Geschwindigkeit des Windes, wie stark das hier auswirkt, wie sich das bewegt, also die Geschwindigkeit der Verhalten von unserem Windsimulator. Das gilt auch, zum Beispiel könnten wir das auch hier einstellen. So, wenn wir das hier nehmen würden, so die Fahne anselektieren, haben wir das hier auch. Wir geben mal hier zum Beispiel für die Fahne ein 0,5. Dann hat das so eine Art Slow Motion, eine langsame Bewegung. Gehen wir mal hier rauf und schauen uns das mal an. Hier seht ihr das. So, eine langsame Bewegung. Okay, und dasselbe machen wir jetzt auch für unsere Segel. Einmal zurück. Den machen wir mal noch weniger. Machen wir mal 0,300. So, und jetzt haben wir hier Qualitätsstufen. Je höher die Zahl, desto mehr Qualität haben wir in diesem Windsimulator. Also sagen wir Stoff, wie sich der Stoff bewegt. Wir gehen mal hier auf, machen wir mal 10 und jetzt machen wir Play. So, ihr merkt das schon? Ja, mehr Strukturen. So, okay. Wenn wir uns jetzt mal so die Segel anschauen, seht ihr, es ist ziemlich eckig. Ja? So, dann gehen wir einmal auf Modifier. Hier haben wir uns dann Close auf unser Segel. Jetzt gehen wir Add Modifier und gehen Subdivision Surface ein. So, jetzt haben wir schöne abgerundete Ecken, abgerundet, schön an den Seiten. So, wenn ihr oben schaut, ja, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Weil wir jetzt einen Subdivision hier gesetzt haben, sind diese Ecken auch abgerundet. Und wenn wir hier auf Simple gehen, ist das wieder gerade. Ja? So. Jetzt können wir hier nochmal 2 hochstellen. So, genau. Okay. Es ist nicht perfekt, ja, es ist so leicht eckig, aber das ist eine Low-Poly-Tutorial, ist einfach gehalten, wie gesagt. Und je nach PC-Leistung versuche ich das so gering wie möglich zu halten. Ihr könnt nachher zum Beispiel, wenn ihr wollt, könnt ihr das subdividen, die Segel. Ihr könnt natürlich auch höher stellen, dann ist das natürlich noch feiner. Ja, es geht alles möglich. So, okay. So, jetzt haben wir unsere Segel animiert. Jetzt gehen wir einmal auf Pause, einmal zurück. Hier wieder 250 einstellen. So, ich schiebe das mal hier zur Seite. Gehen auf die Kamera mit 0. Screencast schon wieder aus. Einmal an, einmal aus. So, okay. So, das ist die Kamera. So, gehen einmal auf Viewport Shading, hier. Okay, jetzt lassen wir einmal Play. Ja, sieht perfekt aus. Gefällt mir. So, einmal Pause und klickt einmal auf Viewport Shading, einmal mit Cycles. Alles klar. Ja, das sieht gut aus. Okay, gehen wir einmal zurück. So, ja Leute, das ist unser Piratenschiff. Wir haben unseren Ozean erstellt mit Meeresschaum. So, unser Schiff ist animiert. Wir segeln übers Ozean, die Flagge und unsere Segel mit Windsimulator. Ich hoffe, ich habe mit dem Tutorial euch weitergeholfen. Es ist jetzt nichts Großartiges,
ja, aber zumindest denke ich mal, dass ihr die Grundkenntnisse jetzt habt, damit ihr jetzt selber weiterlernen könnt und euch selber mehr Erfahrungen sammelt. Ich bedanke mich für diesen Tutorial, das ihr euch angeschaut habt. Ich warte auf Likes und Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Videobeschreibung oder besser gesagt in die Kommentare schreiben und dann versuche ich das zu beantworten. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!